Wir haben manchmal so das Gefühl, wir können nur glücklich sein an irgendwie so traumhaften Orten, wo wir jetzt zum Beispiel sind. Oder wenn das und das passiert, dann können wir glücklich sein. Und merken aber gar nicht, dass eigentlich das Unglücklichsein wir aufbauen. Weil selbst in so Traumorten können wir unglücklich sein. Und oder manchmal passiert das auch, vielleicht kennt das auch jemand Ja. von euch, ne? Dass man vielleicht wie so irgendwo hingearbeitet hat oder das Gefühl hat, wenn ich das und das habe, dann bin ich glücklich. Und dann hat man das und das Unglücklichsein stellt sich trotzdem wieder ein. Ne? Und dann fragt man sich ja, wieso und sucht nach dem Nächsten. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtiger, mal zu erforschen, wie wir denn eigentlich das Unglücklichsein aufbauen. Ne? Wir suchen eigentlich immer nach dem Glücklichsein und finden es manchmal wie so in kurzen Momenten, aber ich habe so das Gefühl, das ist so bringt uns eigentlich immer mehr eigentlich so ins Unglücklichsein. Also dieses Suche nach Glücklichsein bringt uns auch immer mehr in das Unglücklichsein, automatisch irgendwo rein. Und da denke ich, ist dieser Mechanismus, wie werden wir denn eigentlich unglücklich? Aber wenn wir genau drauf gucken, ist es eigentlich nur ein Gefühl, was wir nicht fühlen wollen. oder das einfach unangenehm ist und Ja. man das wie weghaben will. Ne? Und dann Unglücklich sein ist eigentlich ein Konzept vom Mind, der einen Widerstand hat zu fühlen, das was da ist, und genauso seine Position aufzugeben. Also es läuft nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und hat dann das Gefühl, er könne eine Position aufbauen, die unglücklich sein heißt. Und da können wir Jahre drin verbringen. Also wir können unglücklich sein, weil uns das und das passiert ist. Wir können unglücklich sein, weil wir es nie schaffen, an so schöne Orte zu kommen oder weil wir einfach kein Geld haben oder weil wir keinen Partner haben. Also die Gründe für unglücklich sein sind Unmengen. Und für glücklich sein brauchen wir wie gar keinen Grund. Glücklich sein, so wie wir das eigentlich benennen, ist eher ein natürlicher Zustand. Also wir müssten fast das Wort glücklich sein mal so wegmachen, weil das so geprägt ist irgendwie von was, wo vielleicht gar nicht erreichbar ist oder gar nicht machbar ist. Vielleicht wollen wir euch heute mal darauf hinweisen, auf diesen natürlichen Zustand. Einfach nicht unglücklich zu sein, also diesen Unglücklichsein-Mechanismus wie nicht zuzulassen, ist schon, dass man sich reinfallen lässt in diesen natürlichen Zustand. wenn man es vielleicht mal wie so umbenennt, also weder glücklich sein zu suchen, noch unglücklich sein zu empfinden, sondern wenn wir nach natürlich sein, also was in uns ist natürlich, wo ist meine Natürlichkeit? Und in diesem natürlich zu sein, hat wie so das Unglück und Glück, ja, könnte man sagen, vielleicht Raum. Es ist wie so möglich, dass in dem Natürlichsein glücklich oder unglücklich sein auftaucht. Deshalb denke ich, müssen wir dieses Unglücklichsein, diese Frage nach, warum bin ich unglücklich und so, eigentlich eher so ersetzen, wie bin ich jetzt eigentlich natürlich, was wäre jetzt eigentlich so mein natürlicher Instinkt in der jetzigen Situation, was würde ich machen? Oh, vielleicht wäre ich wütend oder wäre traurig. Und wenn man mit dem mitgeht, kommt man automatisch eigentlich aus diesem Unglücklichsein halt raus. Weil das Unglücklichsein ist ein Zustand von Gedankenkonzepten. Und wir kommen eigentlich nur raus, wenn wir das klar sehen oder eine Klarheit irgendwie reinkommt. Dass das wie so auseinander geht oder durchsichtiger wird oder weniger wird und so. Und eher diese Natürlichkeit, dieses Strahlen von einem selber eigentlich wieder kommt. Auch in schwierigen Situationen. Und dann ist auch manchmal so diese Frage weg, so, ja, kann ich denn glücklich sein,
im, im größten Theater meines Lebens oder wenn andere Menschen, die ich vielleicht liebe, unglücklich sind. Ne? Wenn du das wie einfach umdrehst und sagst, kann ich natürlich sein, kann ich natürlich sein, auch wenn andere unglücklich sind, dann kommt immer ein Ja, ich kann natürlich sein. Und deshalb finde ich es einfach schön, wenn du dich vielleicht einfach mal fragst, wie bin ich denn natürlich? Wenn ich jetzt in dem Moment natürlich wäre, was würde ich machen? Und wie würde sich das anfühlen, wenn ich das mache? Da kriegst du sofort eine Resonanz von deinem Körper, von deinem Mind. Ja, es relaxt dann einfach. Ne? Es relaxt alles und denkst, ich muss eigentlich nur natürlich sein. Ach, das geht ja eigentlich einfach. Ich muss ja eigentlich nur anfangen mit dem, was jetzt gerade da ist. Und das fühlt sich sicher besser an, als in diesem Konstrukt zu bleiben von ich bin unglücklich oder ich bin glücklich. Ne? Das ist wie so, es kriegt eine andere Energie, wenn wir ins Natürlichsein gehen und uns nicht so darum kümmern, ob ich glücklich oder unglücklich bin, sondern das wie so ein bisschen das Leben machen lassen und wie uns diesem Natürlichsein anschließen. Oder annähern halt. Oder annähern, ja. Und das kannst du immer, in allen Situationen, an allen Orten, wo du bist. Ne? Du kannst einfach so deine Natürlichkeit suchen. Ne? Und die leben. Und das, würde ich fast sagen, macht dich glücklich. Mir kommt gerade das Beispiel, wo ich vor vielen Jahren das erste Mal nach Indien gekommen bin und in so einem Meditationsort war und dann rausgekommen bin auf die Straße und eine Frau gesehen habe, die mega, könnte man sagen, die war mega arm, die hat auf der Baustelle gelebt bei ihrem Mann, hatte die Kinder, also die hat eigentlich wie nichts gehabt und hat da so die Kinder in so einem Eimer gewaschen und hat mich angeguckt und war total glücklich. Also hat mich angestrahlt, als ob sie der glücklichste Mensch auf der Welt war. Und ich habe gedacht, wow, was ist denn da anders als bei mir? Und habe dann viele Jahre danach geforscht, was da bei ihr anders ist. Und jetzt heute kann ich das sehen, weil sie wie mit dem, das war für sie, sie war einfach natürlich, das war für sie so, das war ihr Leben, das war okay. Sie war dann nicht traurig deswegen, weil sie vielleicht kein festes Zuhause hatte, sie war nicht genervt, das war für sie okay. Und die Menschen hier in Indien, die sind manchmal wirklich, man guckt die an und denkt, mein Gott, die haben so wenig und sind einfach happy. Sind so reich, ne? Und so glücklich. Ja. Genau, und das ist so, wie geht denn das? Und die sind einfach natürlich, sie sind mit dem, wo sie sind, im Flow und sind einfach damit happy, könnte man sagen. Und das muss man vielleicht fast auch mal so erleben, jeder Einzelne, dass man tatsächlich natürlich und glücklich sein kann in jeden Lebensumständen, mit jedem Schicksalsschlag, mit jedem, was passiert. Kann irgendwo so von hinten so ein Glücklichsein kommen oder so ein Natürlichsein oder dass es okay ist. Ne? Und wenn man das erlebt hat, merkt man, boah, das hat ja gar nichts damit zu tun, was ich habe oder wo ich bin. Da ist eine Freiheit drin. Es muss nicht der und der Mensch da sein. Ne? Ich muss nicht so und so viel Geld haben. Und das ist ja total anders, als die Medien uns erzählen. Man muss nichts haben, außer diesen Moment. In diesem Moment ist eigentlich dieses Natürlichsein und Glücklichsein wie mit drin. Ne? Und das ist eigentlich die Freude und Lebendigkeit vom Sein, vom einfachen Dasein. Und das ist schon klasse, wenn man das erfährt. Und ja, viele ärmere Menschen erfahren das. Das ist, denen redet man dann fast ein, sie müssten ja eigentlich unglücklich sein in ihrer Situation. Ne? Und die gucken einen dann manchmal an, wieso, weißt du, also nur weil sie betteln, müssen sie nicht unglücklich sein. Sie betteln, weil sie kein Geld haben, aber sie müssen nicht unglücklich sein. Ne? Und wir haben das Gefühl oft, wir müssen unglücklich sein, weil wegen der und der Situation oder wegen dem und dem. Und das stimmt einfach nicht. Wir bauen uns das Unglücklichsein auf.
In jedem Moment bauen wir uns das wieder auf und halten das für unsere Identität. Ja? Und machen dann irgend so ein Ziel von glücklich sein, was gar nicht existiert, so wie wir uns das vorstellen. Deshalb dreht die Frage um und findet das Natürlichsein in euch, in den jetzigen Moment. Was ist natürlich für euch? Und das ist eigentlich der Weg der Befreiung oder der Weg des wirklichen Glücklichseins im Leben. Alles Liebe aus Goa.